Wir begrüßen Sie heute recht herzlich in dieser Nacht von Freitag zu Samstag bei einem ganz besonderen Ereignis. Bislang haben wir Ihnen meistens künstliche Erdsatelliten gezeigt. Heute geht es aber um einen natürlichen Erdsatelliten, um unseren Erdmond. In der Volkssternwarte Bochum. Berühmt, seit 1957 Sputnik startete. Die Spannung war also absolut zu spüren, dass man also hier einen Wettlauf mit der Zeit hatte. Das war natürlich für Bochum die Sensation. Und die Russen haben nur gesagt, wir haben Gagarin gestartet, einen ersten Menschen. Und Kaminski konnte sagen, wir hören seine Stimme. Da gab es Verwirrung in der Telefonzentrale. Moskau wäre am Telefon. Moskau hätte angerufen. Es verging ja nicht ein Tag, wo nicht im Radio oder in den Zeitungen über Bochum berichtet wurde. Das haben wir dort live bei ihm verfolgen können. Da hatte er die Leitungen offen und da fuhr man nachmittags hin und dann sagte, jetzt hören wir da rein, was passiert. Ausgerechnet Bochum. Ausgerechnet die Malocha-Stadt im Kohle- und Stahlrevier wird in den 50er und 60er Jahren zur Heimat der bedeutendsten Sternwarte Deutschlands. Die Voraussetzungen dafür waren denkbar schlecht. Im Krieg war Bochum wegen seiner Rüstungsschmieden bevorzugtes Angriffsziel der Alliierten. Ich bin nach Bochum hereingekommen und habe dann mitten in der Stadt gestanden und möchte sagen, Bochum war platt. Also das bedeutet, die Innenstadt, da war kein Haus mehr zu sehen. Fast alles dreht sich ums tägliche Überleben. Als die Trümmer notdürftig geräumt sind, kommen der Hunger und die Kälte. Brennholz ist rar, Kohle meist nur illegal zu organisieren. Mein Vater hat neben seiner Arbeit auf der Zeche beim Bauer gearbeitet, einige Quadratmeter eigenes Pachtland bewirtschaftet und ein bisschen Kleinvieh gehalten, um so die Ernährungssituation zu lösen. Der Schlüssel zum Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ist Kohle. Mit dem Zusammenschluss der Westzonen wurden daher Sofortmaßnahmen eingeleitet, um die Ruhrkohlenförderung mit allen Mitteln zu steigern. Es hieß vor allem, den Beruf des Bergmannes lohnend und anziehend zu gestalten. Die Hochöfen müssen Stahl liefern für den Wiederaufbau. Statt Granaten und Kanonenrohre werden jetzt Eisenbahnachsen und Radreifen gefertigt. Knochenarbeit am Schmiedehammer. Und dann haben sie da vorgestanden und dann ist der Schweiß, der ist ja gelaufen von oben. Wenn die dann die Schuhe ausgezogen haben, da stand da Wasser drin. Und die Schuhe, die waren nach einem Jahr, waren die so zerfressen von diesem Schweiß und von diesem Salz, die konnten sie wegschmeißen. Und wenn die dann das Hemd abends ausgezogen haben oder mittags, dann war das weiß. Und wenn die das jetzt so ein bisschen auseinandergenommen hätten und das hätten das trocknen lassen, dann hätten sie das Hemd so hinstellen können, dann wäre das stehen geblieben. Solche Nissenhütten sind über Jahre hinweg die Behausungen für Zehntausende Arbeiter. Die werden aus allen Besatzungszonen ins Ruhrgebiet geholt. Ihre Schichten sind lang und hart. Abwechslung, Unterhaltung gibt es kaum und wenig Möglichkeiten, sich fortzubilden. Hungern müssen die Bergleute und Stahlarbeiter nicht. Doch Brot und Speck sind nicht alles. Die neu gegründeten Volkshochschulen wissen das und schicken ihre Mitarbeiter zu den Malochern nach Hause, um ihnen Bildung nahezubringen. Das gehört zu den breiten Entwicklungen der Revierkultur, die nach 1945 die Bildung in der Tat in die Siedlung hineinbringen wollte. Weil man wusste, dass der Arbeiter Nachtschicht müde ist und erstmal sich eine pafft und ein Rollmops isst und sich ausruhen muss. Nach 8 Stunden Bergarbeit wissen Sie, was Sie getan haben. Das soll man nicht, also das ist eine wichtige Entwicklung, dass man die Bildung zu den Arbeitern bringt, statt die Arbeiter an die Bildungsorte heranführt. Einer dieser Volkshochschullehrer will die Arbeiter für Dinge begeistern, die kaum weiter von ihrem Alltag entfernt sein könnten. Der Kriegsheimkehrer Heinz Kaminski ist Hobbyastronom. Er erzählt den Menschen am Abendbrottisch von der Wunderwelt der Sterne.
Und dort setzte man sich gemeinsam mit einer Flasche Bier hin, Pullebier, wie Kaminski immer so schön sagte. Und man sprach über Gott und die Welt, in Anführungszeichen. Man sprach über astronomische Themen, welche Sternbilder man am Himmel sehen kann, wie eine Mondfinsternis funktioniert, was eine Sonnenfinsternis ist. Und ich glaube, letztendlich hat man dort etwas Hoffnung für sein eigenes Schicksal und etwas Geschick im Himmel gesucht. Die Sterne sind das Einzige, was der Krieg nicht zerstören konnte, sagt Kaminski. Er ist Sohn eines Bochumer Stahlarbeiters. Ein Abitur oder gar ein Astronomiestudium hat er nicht. Dafür aber jede Menge Begeisterung. Und Kaminski ist ein Organisationstalent. Bei betuchten Bochumer Bürgern wirbt er für den Bau einer Volkssternwarte auf einem städtischen Gymnasium, der Schillerschule. Mit Erfolg. Er hat zur Gründungsveranstaltung 46 alle Leute, alle Förderer eingeladen und denen hat er einen Zettel hingelegt und hat gesagt, so, wir sparen jetzt für ein Observatorium auf der Schillerschule und am Tag X würde ich euch bitten, tragt doch mal alle ein, was ihr mitbringt. Und was man 1946 dort eingetragen hat, war eine Mettwurst, waren Eier, war Speck, Schinken, Kiste Bier. Das stand auf dieser Liste und diese Liste hat er aufgehoben. Und zwar bis zum Jahr 52 oder bis zu dem Zeitpunkt, als die Schillerschule eröffnet wurde. Und dann hat er sie alle angeschrieben und hat gesagt, pass mal auf, Arbeitsdirektor Krupp, Hüttenwerke Bochum, das hast du mir 46 versprochen. Wir eröffnen morgen, komm doch mal bitte vorbei. Und ich kann Ihnen sagen, dass aus der Mettwurst und der Kiste Bier mehr wurde und dass man die Leute sich so gut erhalten hat, beziehungsweise auch gut eingebunden hat. Eine kleine Gruppe Sternenbegeisterter trifft sich von nun an abends unter der Kuppel des kleinen Observatoriums und schaut hinauf zum Himmel über Bochum. Es waren Lehrlinge, es waren ältere Menschen da, die sehr stark auch handwerklich orientiert waren. Die bauten dann teilweise auch selber Spiegelteleskope, weil sie das Geld nicht hatten, sich welche zu kaufen. Und Kaminski hat da immer geholfen, auch bis zum Spiegelschleifen. Also das muss man da ja dann die Konvexität bzw. Konkavität hinkriegen und das muss schon sehr genau sein. Die muss man dann ja auch versilbern, damit die dann auch spiegeln. Und die Luft war damals in der Zeit in Bochum so schwefelhaltig, dass das ständig anlief, dieses Silber. Also das wurde dann immer wieder ganz grau und da musste man besonderen Schutz machen und das dann gleich wieder einpacken. All diese Dinge haben wir dann von Kaminski erfahren. Manchmal stiehlt sich der Junge sogar nachts hinaus durchs Fenster und läuft zur Sternwarte. Konrad Schily will von Kaminski lernen. Das waren für mich ganz wichtige Gespräche, weil man konnte Heinz Kaminski, ja, ich war ja ein 14-Jähriger, ich war ja ein Kind, aber konnte ihn schon von meinen Hoffnungen sagen und er hat einen da wahnsinnig ernst genommen. Man war Partner, obwohl er sehr viel älter war. Und er hat ein riesiges Wissen, sowohl im Naturwissenschaftlichen, wie auch immer wieder eine Reflexion, so würde ich das heute nennen. Was bedeutet das für uns als Menschen oder für die Gesellschaft? Was kommt dabei raus? Kaminski ist selbst in Bochum aufgewachsen. Und für den Stahlarbeitersohn musste die Volksschule reichen. Die Volkssternwarte ist sein persönlicher Beitrag zur Weiterbildung der Berg- und Stahlarbeiter an der Ruhr. Denn die war bis dahin nicht vorgesehen. Bildung im Ruhrgebiet, das hieß im Kaiserreich ausschließlich Volksschule. Zumindest für die einfachen Leute. Die Kinder erhielten hier jenes Quantum an Elementarbildung, das für die aufkommende Industriegesellschaft unerlässlich war. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen wurde hier vor allem Gottesfurcht gelehrt und monarchische Gesinnung. Die Klassen waren immer überfüllt. 130 Kinder in einem Raum, üblich. Gymnasium? Hochschule? Wozu sollte das gut sein? Bergmann blieb Bergmann. Und die Söhne wurden das, was die Väter waren. Wer in eine Arbeiterfamilie hineingeboren wurde, hatte nur minimale Chancen, sich hochzuarbeiten. Der Kaiser zu Besuch bei den Bergleuten nach Grubenunglück. So heißt dieses Gemälde von 1914. Meistens aber mied Wilhelm II. Die Revierarbeiter.
Sie waren ihm nicht geheuer, und wenn sie auch noch Arbeiterbildungsvereine besuchten, fürchteten er und seine Berliner Beamten das Schlimmste. Ich würde nicht sagen, dass man Angst hatte, aber man hegte Ressentiments gegenüber einer Bildung, die man immer auch im Verdacht hatte, sie könnte revolutionär werden. Sie könnte aufsässig werden, und zumal, wenn man sie sozial nicht in Kontrolle hatte. Das schienen die vielen Anarchisten und Sozialdemokraten des 19. Jahrhunderts nachgerade zu beweisen. Und daran war ja auch etwas Wahres, weil ja die Arbeiterbewegung aus der Arbeiterbildungsbewegung entstanden war. Und diese Arbeiterbildungsbewegung hatte feste Wurzeln geschlagen. Doch die Arbeiterbildungsbewegung macht aus dem Ruhrgebiet kein Pulverfass. Zwar gibt es alle paar Jahre Streiks, aber sie bewirken wenig. Es bleibt weitgehend ruhig im Revier. Und die Bildung für Bergleute und Stahlarbeiter liegt weiter brach. In der Weimarer Republik werden die ersten Volkshochschulen gegründet, doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg werden sich die Bildungschancen der Arbeiter verbessern. Dazu soll auch das kleine Observatorium auf der Schillerschule in Bochum seinen Teil beitragen. Und das ausgerechnet mit den Sternen. Um mangelnden Zuspruch müssen sich Heinz Kaminski und seine Sternenfreunde zu Beginn der 50er keine Sorgen machen. Die Schillerschule wird schnell zu klein für die vielen Besucher. Aber es gibt ein Problem. Der Himmel über der Ruhr ist tags nicht blau, nachts nicht schwarz, sondern immer nur grau. Wo oft die Sonne kaum auszumachen ist, was kann da vom Mond und von den Sternen zu sehen sein? Wenn Sie morgens das Fenster aufgemacht haben, dann hat so 5 mm Ruß gelegen auf dieser Fensterbank. Ne? Also da war echt Dreck gewesen. Ne? Und ja, dann sind sie dran gegangen, haben das wieder weggewischt, und am nächsten Tag war genau das Gleiche. Deshalb macht sich Heinz Kaminski auf die Suche nach einem besseren Standort für sein Observatorium und nach einem Baugrundstück für sich und seine junge Familie. In den Hügeln im Süden Bochums, in Sundern, gibt es ein solches Grundstück. Es liegt weit außerhalb der Stadt, und wo heute das große Radom steht, ist 1957 nichts als Wiese. Das wollte mein Mann nicht, weil das zu weit weg war. Fuhr ja nur alle 2 Stunden der Bus, und er war ja auch beruflich tätig. Und da kam ein Professor, aber wie der heißt, aus Hamburg. Und da ist mein Mann mit ihm rausgefahren und hat das Grundstück gezeigt. Und der sagt, wunderbar für eine Sternwarte. Und da wurde das Grundstück gekauft, und weil die Sternwarte dorthin passte, wurde es gebaut. So, vorher wären wir nicht hingezogen. Als wir kurz eingezogen waren, kam mein Onkel und meine Patentante zu Besuch. Und jetzt hat er sich das Haus angesehen, und er sagte, wieso hast du keine Kacheln im Bad und in der Toilette? Ja, ich sage, so viel Geld hatten wir nicht mehr. Er sagte, das bekommst du von mir, und gab mir das Geld dafür. Daraufhin nahm mein Mann das Geld und hat die Kuppeln im Garten gebaut. Aber Kacheln hatte ich immer noch nicht. Das Geld ist gut angelegt. Kaminski baut die Kuppeln zur rechten Zeit. 1957 wird zum Internationalen Geophysikalischen Jahr ausgerufen. Alle Welt erwartet den Start des ersten künstlichen Satelliten und glaubt, dass die Amerikaner das Rennen machen. Doch es kommt anders. Am 4. Oktober 1957 schicken die Sowjets Sputnik ins All. Am Tag der Taufe von Kaminskis jüngster Tochter. Wir kamen aus der Kirche, und da kam die Nachricht, das Telefon ging, dass der Sputnik der erste gestartet worden ist. Und daraufhin war natürlich die Feier beendet. Es wurde so ungemütlich bei uns, dass alle nach Hause gingen. Die Gäste konnten dann das Haus verlassen, beziehungsweise mussten das Haus verlassen, weil plötzlich keine Taufe mehr angesagt war, sondern Sputnik-Empfang. Und das bedeutete, dass die Presse kam, dass das Fernsehen kam, und da war nichts mehr von Taufe zu hören, sondern nur noch von Sputnik. Tage ging das. Und die Mitarbeiter von meinem Vater, also noch freie Mitarbeiter damals, nannten mich dann direkt Sputnik.
quasi als getauft als Sputnik dann. Ne? Der Sputnik kreist am Himmel, aber Bochum kann ihn nicht sehen. Wie üblich hatten wir natürlich im Ruhrgebiet starke Bewölkung. Die Fernrohre wurden zugedeckt und man fing an, das herauszuholen, was man rausholen konnte. Und da der Sputnik Funksignale aussenden sollte, wollte man auch diese Funksignale hier in Bochum empfangen. Und das versuchte man dann hier in den Morgenstunden am 5. Oktober 1957. Denn Heinz Kaminski war im Krieg Marinefunker und richtet jetzt im Einkochkeller seines Hauses eine Empfangsstation ein. Was ihm aber fehlt, ist eine vernünftige Antenne. Am 4. Oktober 1957, abends zu später Stunde, ich lag also schon im Bett, habe tief geschlafen, hat mich mein Vater wachgerüttelt und hat dann berichtet, Telefonat. In Bochum-Sundern braucht man also unbedingt 3 kletterfreudige, möglichst leichte junge Kerlchen, so eben in meinem Alter, 12 Jahre. Wir müssen eine Antenne bauen für den ersten Satellitenstart. Und so machen sich Vater und Sohn Menze auf nach Bochum-Sundern, mitten in der Nacht, zusammen mit 2 Schulkameraden. Ein Abenteuer für die Jungen. Ja, wir kamen um Mitternacht etwa, 1 Uhr morgens hier am 5. Oktober hier an, total einsame Gegend. Und das war also für uns unwahrscheinlich spannend. Wir sollten eine Antenne legen. Die 3 Buben bekamen also Drähte in die Hand. Hier, wie ich hier noch eine alte Rolle gefunden habe. Und wir sollten diese Drähte nun von dem Wohnhaus vom Herrn Kaminski im Hintergrund hier, jetzt total eingewachsen, damals aber ein einsam freistehendes Haus, wo es also nur dieses Wohnhaus und wo es nur die Masten gab. Und von dort aus sollten wir also diese Drähte dann zu den Masten spannen. Und einer dieser Masten steht also noch hier. Und wir mussten also hinaufklettern und den Draht also befestigen in der Höhe. Das ging bis zum Morgengrauen. Also langsam zog die Dämmerung dann auf. Und dann waren wir fertig und hatten also die gesamte Antenne gespannt. Und jetzt war die Frage eben, gibt es ein Signal? Können wir eins empfangen oder nicht? Und dann mussten wir aber leider abfahren. Vater musste arbeiten. Und das Signal habe ich hier nicht mehr gehört, erst im Rundfunk. Der Einsatz von Klaus Menze und seinen Freunden hat sich gelohnt. Die Sternwarte Bochum ist die erste Station im Westen, die den markanten Piepston des Sputnik empfängt und ihn auf Tonband aufzeichnen kann. Die Idee, das Funksignal zu nutzen, ist genial. Flugbahn und Geschwindigkeit des Sputnik lassen sich genau berechnen. Ähnlich wie bei einem Peilsender. Überall wird der Weg des Satelliten verfolgt, der in 900 Kilometer Höhe mit fahrplanmäßiger Genauigkeit unsere Erde umkreist. Der erste Tatsache Schritt ist, dass den getan. sowjetischen Wissenschaftlern der erste Schritt ins Weltall gelungen ist. Der rote Sputnik meldet sich immer noch. The Soviet Union is launching the first Earth satellite. Mit einem Schlag ist Bochum berühmt. Und aus dem Einkochkeller der Kaminskis wird der Sputnik-Keller. In die Weltraum-Euphorie mischt sich auch Furcht. Das war also ein Schub für das Interesse bei den jungen Leuten. Und es war Angst bei der Elterngeneration. Also meine Mutter hat große Sorge gehabt, der Russe kommt, und hat schon dann sich überlegt, wohin gehen und was tun, wenn eben die Russen die Übermacht gewinnen und dass das zu militärischer Übermacht führt. Eine Sorge, die besonders die USA umtreibt. Wir hätten die Ersten sein müssen, sagen die Leute auf der Straße. Wer weiß, was da oben wirklich kreist. Und unsere Regierung hat versagt. Der Schock sitzt tief. Für Heinz Kaminski aber ist der Sputnik die Initialzündung für sein Weltrauminstitut. Von der Wissenschaft bekommt er dickes Lob. Der Kölner Astronomieprofessor Hans-Karl Petzold schreibt: Der Leiter der Volkssternwarte Bochum, Herr Chemieingenieur Kaminski, hat mir die genauen Radiobeobachtungen von Sputnik 1 zugeschickt. Diese Beobachtungen sind für uns von großem wissenschaftlichen Wert. Für den Amateur Kaminski ist das wie ein Ritterschlag. Er, der Chemietechniker und Hobbyastronom mit Volksschulabschluss, bekommt höchste Anerkennung aus der Welt der Wissenschaft. Die Presse ist bald Dauergast im Sputnik-Keller. Der Wettlauf ins All hat begonnen.
Die Welt horchte auf, als die Signale eines neuen Erdtrabanten ertönten. Mit einem Polarhund an Bord umkreist der nunmehr 500 Kilogramm schwere Sputnik Nummer 2 den Erdball in einer Höhe von 1700 Kilometern. Von jetzt an geht es Schlag auf Schlag. Im Frühjahr 1958 starten die Amerikaner Explorer 1. Die Sowjets schicken 1960 die Hunde Belka und Strelka in die Erdumlaufbahn. Die Welt fiebert mit. Und im Bochumer Sputnik-Keller ist das WDR-Fernsehen ganz nah dran. Ja, das sind also die jüngsten Töne in der Sinfonie, die aus dem Weltall kommt, seit heute früh. Eine Frage, die Sie vielleicht nicht ganz beantworten können, aber Sie werden sicher als Wissenschaftler einige Vermutungen hegen. Es ist das 3. sowjetrussische Raumschiff. Wann werden die Russen einen Menschen ins Weltraum schicken? Ja, als wir heute Morgen hier ans Gerät gingen und die Funkzeichen empfingen, darf ich Ihnen sagen, da haben wir im Stillen mit dem Gedanken operiert, ob da nicht schon ein Mensch drinnen sitzt. Kaminski weiß das große Interesse an der Weltraumfahrt für die Bochumer Sternwarte zu nutzen. Er kümmert sich um neue Empfangsanlagen. Jedes noch so schwache Funksignal aus dem All soll in Bochum empfangen werden. Das war jenseits der Astronomie. Die Astronomen arbeiten mit Teleskopen und nicht mit Funkwellen. Und das war Neuland. Das ist der entscheidende Sprung gewesen, dass eine neue Ära in der Astronomie Eingang gefunden hat, nämlich das Teleskop auszutauschen gegen den Funkempfänger. Funkempfänger sind nicht leicht zu bekommen, vor allem nicht für den Satellitenempfang. Kaminski nimmt, was er kriegen kann und schreibt kurzerhand an die Stadt Bremen: Aus der Tagespresse entnehmen wir, dass in einem Abwrackbetrieb in Bremerhaven der amerikanische Flugzeugträger Santee zum Abwracken ansteht. Es handelt sich darum, dass auf der Brücke des Flugzeugträgers Radareinrichtungen vorhanden sind. An diesen Anlagen ist die Sternwarte Bochum sehr interessiert. Er hat ein Motto verfolgt: kaufen kann jeder. Das hat er uns auch mir noch bis zum Schluss eingetrieben. Also Herr Elstner, alles, was Sie anschaffen, ist gut, aber kaufen kann jeder. Und Sternwarte Bochum kauft nicht, wir lassen es uns schenken. Vom Beginn der 60er Jahre an wird die Malocher Stadt Bochum zum Zentrum deutscher Weltraumforschung. Nirgendwo gibt es eine vergleichbare Institution. Und Kaminski holt den Fernsehzuschauern den Mond in die Wohnstuben. Dieser Erdmond hat heute Nacht ein ganz besonderes Ereignis uns zu bieten. Er tritt nämlich in den Erdschatten ein und wird dadurch verfinstert. Wenn man es ganz genau nimmt, fehlt noch 8/1000 seiner Oberfläche, die nicht verfinstert wird, aber das werden wir kaum mit dem Auge wahrnehmen können. Kaminski nutzt das noch junge Medium Fernsehen, um seine Botschaft ans Volk zu bringen. Für die Ruhrgebietler wird er immer mehr zu ihrem Mann im Mond. Man merkte, hier entsteht etwas, man ist mittendrin, das heißt das Ruhrgebiet, im Grunde eine Gegend, die mit der Weltraumfahrt nun gar nichts zu tun hat, ist in aller Munde, ist im Fernsehen, ist im Rundfunk immer mit den neuesten Meldungen und verfolgt diese Dinge, die am Himmel passieren. Und das war natürlich für uns eine spannende Sache, dran zu bleiben. 1961 ist der Russe Juri Gagarin der erste Mensch im All. Mit Vostok 1 umrundet er die Erde. Allerdings nur ein einziges Mal. Deswegen empfängt keine Station im Westen Gagarins Funksprüche. Keine außer Bochum. In der Bochumer Volkssternwarte liefen zu dieser Zeit schon die Beobachtungen und heute Abend wollen auch wir sehen, was man in der Bochumer Volkssternwarte empfangen hat. Heute früh war es nun also soweit, weil der Rasmi hatte schon angedeutet, Sie haben einen Anruf von uns bekommen. War das der einzige Hinweis? Ja, also Sie sind den Russen aus Moskau um eine kleine westdeutsche Nasenlänge zuvorgekommen, denn gerade als Ihr Anruf uns erreichte, kam kurz später der direkte Anruf aus Moskau von der Akademie, die uns noch mit den notwendigen Frequenzen fütterte. Wir waren, soweit mir bekannt ist, die einzigen, die diesen Flug aufzeichnen konnten. Wir wurden auch, oder die Sowjetunion hatte uns darüber informiert, dass Gagarin fliegt. Man wollte auch ganz klar, dass wir hier ein unabhängiges, in Anführungszeichen, Sprachrohr der russischen Raumfahrt wurden, denn man konnte viel besser gar nicht so einen Raumflug promoten, als wenn man nur die TASS-Meldung gehabt hätte.
Noch immer ist die Sternwarte Bochum eine Amateurveranstaltung im Einkochkeller der Kaminskis. Nach Gagarin war also die Situation so schlimm, dass ja alle Zufahrtswege zu diesem Haus hier durch die Journalisten und Autos blockiert waren. Und da kam der Bürgermeister der Stadt Bochum und hat sich Zugang verschaffen und hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wenn der Name Bochum durch die Sternwarte und durch Herrn Kaminski in alle Welt so weit gereicht hat, dann müssen wir mehr tun und Sie werden hier ein Institutsgebäude bekommen. Mit mehreren hauptamtlichen Angestellten und Heinz Kaminski als Direktor soll hier von nun an ernsthafte Wissenschaft betrieben werden. Und aus der Volkssternwarte wird die Sternwarte Bochum. Um Töne aus dem Weltraum geht es Herrn Kaminski in Bochum, dem Leiter der Sternwarte und des neuen Instituts für Satelliten- und Weltraumforschung. Das Institut steht mit Forschungsstätten der ganzen Welt in Verbindung. Bevor die Meldung eines neuen Satelliten über die Nachrichtendienste geht, hat Herr Kaminski in Bochum die Flugbahn bereits berechnet. Bald geht es nicht mehr nur um Töne. Die Satelliten senden jetzt auch Bilder aus dem All. Zum ersten Mal ist es möglich, aus einigen 100 Kilometern Höhe auf die Erde zu blicken. Wir haben ja dann tolle Effekte dabei rausgefunden. Am Anfang waren es die Unterschiede zwischen Wolken, Eis und Land und Meer abzugreifen, um das rauszufinden. Wir hatten also am Anfang Mühe, das Island, das eisbedeckte Island von den Wolken zu unterscheiden. Wir mussten halt dann über Wochen hinweg eine Stelle uns angucken, die bewegt sich nicht. Und das war eben keine Wolke, das war eben Packeis oder Festlandeis, das war Island. Die hat aber bei der Schwarz-Weiß-Bildwiedergabe eben wie so eine Wolke ausgesehen. Wir wussten es ja nicht besser. Das Bildmaterial aus dem Weltraum ist hochinteressant für die Wetterämter, die damit ihre Vorhersagen deutlich verbessern können. Aber es gibt noch ganz andere Abnehmer für die Satellitendaten. Bereits Ende der 50er Jahre knüpft der Bundesnachrichtendienst Kontakte zur Sternwarte in Bochum. Für die damalige Zeit war das der BND, unser Auftraggeber. Der hat von uns die Daten bekommen. Wir haben die Daten gesammelt. Der BND hat uns auch unterstützt mit Gerätschaften. Der hat uns die neuesten Geräte beschafft und auch Gelder beschafft. Und für die haben wir in erster Linie die Daten empfangen und bereitgestellt. Die Mitarbeiter der Sternwarte liefern alle Daten an die Zentralstelle für das Chiffrierwesen beim BND. Aber was will der mit all den Daten? Wenn Sie den Code geknackt haben, ja, dass Sie das Signal dekodieren können, dann wissen Sie auch, was der Satellit für Missaufgaben hat. Die tief fliegenden Satelliten sind ja in erster Linie auch Spionagesatelliten, weil die ja auch Kameraaufnahmen, also Aufnahmen machten und die Erde gescannt haben. Ja? Und wenn man das dekodieren kann, dann kann man auch sehen, wie weit die in der Technik voran sind, wie hoch die Auflösung ist. Zeitweise finanziert der BND fast den gesamten laufenden Etat der Sternwarte. Im Bochumer Stadtarchiv findet sich ein Vertrag. Darin stellt die Stadt Bochum das Institut für Weltraumforschung dem BND zur Verfügung für eine jährliche Summe von 500.000 Mark bis 1975. Eingefädelt wird der Deal von Heinz Kaminski. Der war ein Organisator, der eben solche Stellen kannte und sich umhören musste und umsehen musste, wie kriege ich Geld, damit ich meine Forschung hier weiter betreiben konnte. Und da war ein Geben und Nehmen halt zu der Zeit üblich. Die Volksbildungsinstitution Sternwarte, ein Horchposten des BND. Und das mitten im Ruhrgebiet. Doch die Menschen in Bochum erfahren davon nichts. Für sie bleibt es ihre Volkssternwarte, die längst genauso zum Ruhrgebiet gehört wie Fußball und Taubenzucht. Man ist ein bisschen stolz auf ihre Berühmtheit. Und für die Kinder im Revier ist der Ausflug mit der ganzen Klasse zur Sternwarte ein Höhepunkt in ihrem Schuljahr. Allerdings ist nicht die eigentliche Sternwarte in Sundern das Ziel, sondern das 1964 eröffnete Planetarium mitten in Bochum. Das erste Großplanetarium nach dem Krieg und bis heute das größte und modernste in Deutschland. Generationen von Schulkindern kommen hierher.
Hier lebt der Volksbildungsgedanke Kaminskis weiter. Wenn die Leute dann aus der Veranstaltung rauskamen, die waren sowas von begeistert. Man konnte fast spüren, dass die sagten, Mensch, das ist unsere Institution. Wir erkunden einen Kosmos, der sich seit seiner Entstehung vor fast 14 Milliarden Jahren stetig weiterentwickelt. Und manche Kinder entdecken hier im Planetarium sogar ihren Traumberuf. Es gibt zwar noch andere, kleinere Planetarien hier im Ruhrgebiet und in der Umgebung in Nordrhein-Westfalen, aber hier wurde wirklich durch Kaminski mit dieser großen Einrichtung etwas geschaffen, was mich sehr geprägt hat. Also ohne das wäre ich wahrscheinlich nicht in Nürnberg und nicht in Stuttgart im Planetarium als Leiter gelandet. Eine Karriere, die als sternenbegeisterter Schüler im Planetarium Bochum begann. Bestimmte Dinge, die Kaminski angefangen hat, leben ja heutzutage nicht nur hier in Bochum, sondern auch an vielen anderen Orten einfach weiter. Weil er hat sozusagen kleine Saatkörner in einige Menschen gepflanzt und die sind jetzt aufgegangen. Volksbildung und Geheimdienstverträge. In einer Mischung aus Hemdsärmeligkeit und Idealismus bringt Leiter Kaminski das alles unter einen Hut. Das muss er auch. Denn er hat große Pläne für die Sternwarte. Mitte der 60er bekommt sie das sogenannte Radom. Unter der Außenhaut verbirgt sich eine riesige Parabolantenne. Ursprünglich war eine 10-Meter-Antenne geplant. Doch Kaminski überredet die Geldgeber erst zu einer 15-Meter-Schüssel. Schließlich werden es 20 Meter. Für ihn kann es nicht groß genug sein. Und die Bochumer kommen zur Einweihung, um stolz die neueste Errungenschaft ihrer Sternwarte zu bestaunen. Das ist an einem Sonntag gewesen. Ich fahre dorthin und von der Hattinger Straße nach Sundern ist etwa 1 Kilometer. Meine Frau sagt, was ist denn das? Wir kamen nicht in diese Straße rein. Von der Hattinger Straße bis zum Radom. Eine Menschenschlange, die ins Radom wollte. Das ist der beste Beweis, wie das anerkannt wurde. Mit dem Radom wird die Sternwarte endgültig zu einer internationalen Größe in der Weltraumforschung und liegt technisch an der Spitze. Wer in Europa eine ähnliche Empfangsanlage bauen will, holt sich Rat in Bochum, am Kap Kaminski, wie die Bochumer sagen. Wenn man mit den Leuten zusammenkam und sprach mit denen, ja, wie, du bist da in Bochum, so, erzähl doch mal ein bisschen hier von Kaminski und so weiter und so fort. Ne? Allein zu sagen, ich arbeite bei der Sternwarte Bochum, das hat was gegeben. Ja, wir waren sehr stolz, ich zumindest. Die Sternwarte, das sind wir. Also das ist Bochum und das ist einer von uns. So ist das hier in Bochum aufgenommen worden. Da sieht man auch noch, wenn man sich Bücher anschaut, so war Bochum, so ist Bochum. Das ist unsere Sternwarte und das ist unser Kaminski und das ist unser Kap Kaminski. Und wenn man als Ruhrgebietler nach Bayern kam, wurde man ja auch befragt, nicht? Das Ruhrgebiet war ja erstens weit entfernt und war ein Dreckloch, nicht? Ja, dann wurde man ja, und dann hat man von selbst auch erzählt, ja, wir haben ja auch die Sternwarte und ihr würdet euch umgucken, wenn ihr das mal seht. Insofern war das auch Selbstbestätigung, wir im Revier können auch mehr wie nur Kohle und Stahl machen, nicht? Die Sternwarte ist auf dem Höhepunkt ihrer Popularität angelangt. Ludwig Erhard stattet ihr ebenso seinen Besuch ab wie Bergsteigerlegende Louis Trenker oder Raketenvater Hermann Oberth. Alle werden erst einmal zu Familie Kaminski nach Hause eingeladen. Weil wir auch ein größeres Gästezimmer hatten, das heißt ein Esszimmer, waren viele Gäste erst bei uns zu Hause, wurden bewirtet von meiner Mutter, die sie bekocht hat, Kuchen gebacken hat und Kaffee gekocht und so weiter. Zum Beispiel John Glenn, der war bei uns zu Hause. Man setzte sich an den großen Esstisch und die kamen dazu und fanden das immer ganz toll, die Leute, egal wer das war, dass sie sich bei uns an den Tisch setzen konnten und mitessen konnten. Und ob das jetzt eine Erbsensuppe war oder Grünkohl oder irgend sowas, fanden die immer ganz toll, weil sie halt normalerweise, ich weiß nicht wo, in einem Restaurant gingen mit Scampis und ich weiß nicht. Und das fanden die einfach viel besser.
Nach dem Grünkohl Führung durch die Sternwarte. John Glenn, zu Besuch 1966. Er hat als erster Amerikaner die Erde umkreist. In Bochum ist er begeistert von der Technik und von den Satellitenaufnahmen der Erde, die hier empfangen werden. Er hatte eine Vortragstournee in verschiedenen europäischen Großstädten. Und als er unsere Bilder gesehen hatte, da hat er geguckt, in seinem Gepäck fand er nicht so schöne Aufnahmen. Und wir haben ihm die aktuellen Wetterbilder in unserer Qualität mitgegeben. Die hat er dann später noch in anderen Ländern, in Norwegen zum Beispiel und in Dänemark gezeigt. Und wir kriegten dann Anfragen, sie hätten gerne solche Bilder, John Glenn hätte sie ihnen gezeigt. Und so ist er zum Handlungsreisen für die Sternwarte Bochum geworden. Das Bochum Observatory wird international zum Begriff. Doch das weckt den Neid der etablierten Wissenschaftler und macht Direktor Kaminski zur Zielscheibe. Er ist schließlich nicht vom Fach. Ihm fehlt der akademische Stallgeruch. Selbst ehemalige Förderer distanzieren sich, sprechen von Anmaßung, Dilettantismus, Scharlatanerie. Und hier kam jetzt diese Schachtel, die nicht mehr ausgebessert werden konnte. Die Wissenschaft mit der Praktik, der Wissenschaftler, der Professor, mit dem Praktiker, Herr Kaminski, der da noch kein Professor war, der kein Abitur hatte und mit seiner Persönlichkeit bewies, dass man nicht unbedingt im Leben ein Abitur haben muss, wenn man etwas leisten will. Oft sind ja sogenannte Amateure besser als die Fachleute, weil die Fachleute, die sagen dann schon was alles nicht möglich ist und das ist dann eben doch möglich. Also das merkt man dann in der Uni, bei der Forschung auch. Also deswegen braucht eine Uni die Studenten, weil die sind noch nicht so fachmäßig vorgeprägt, dass sie nicht neue Wege gehen können. Kaminski hatte diesen ausgesprochen technischen Willen, das ausgesprochen technische Verständnis und die Begeisterung. Und das hat angesteckt. Als Anfang der 60er Jahre in Bochum die erste Universität im Ruhrgebiet eröffnet wird und auch Arbeiterkinder die Chance für ein Studium bekommen, da scheint es ganz natürlich, dass Sternwarte und Uni zusammenarbeiten. Schließlich gibt es hier ein astronomisches Institut. Doch Stadt und Universität bemühen sich jahrelang vergeblich. Das will ich aber jetzt nicht sagen, dass das nur Schuld an der Universität lag. Kaminski, wusste aber, dass er in der Bevölkerung hier den Rückhalt hatte. Und das wusste er oder wollte er auch gerne ausnutzen, um hier, sagen wir mal, zu dominieren. Das muss man einfach mal so sagen. Kaminski hat immer gesagt, ich bin kein Wasserträger für andere, sondern meine Daten, die publiziere ich. Also Kaminski war schon ein Phänomen, ein nicht leichtes Phänomen. Nicht? Hinter den Bochumer Kulissen knirscht es gewaltig. Doch am Ende bleiben Kaminski und seine Sternwarte unabhängig, getragen von der Weltraumbegeisterung Ende der 60er Jahre. Aus den USA kommt Raumschiff Enterprise und in Deutschland startet die Raumpatrouille mit Wolfgang Völz und Dietmar Schönherr. Um meine Behauptung zu erhärten, dass eine Landung auf Rhea möglich ist, setze ich in wenigen Augenblicken auf Rhea auf. Fertig machen zur Landung. Astronauten, Roboter, Mondfahrzeuge. Die Spielzeughersteller liefern, was gefragt wird. Jungen träumen nicht mehr davon, Lokführer zu werden oder Feuerwehrmann, sondern Weltraumfahrer. Befeuert werden die Kinderträume vom Wettlauf ins All. Lange Zeit liegen die Sowjets vorn, doch 1968 startet Apollo 8 und bringt zum ersten Mal Menschen zum Mond. Happy birthday, Mother. Sie werden dort nicht landen, noch nicht. Aber noch nie haben sich Menschen so weit in den Weltraum vorgewagt. Diese Reise zum Erdmond. Und im Apollo-Fernsehstudio erklärt Heinz Kaminski den Zuschauern und dem Journalisten Dieter Kronzucker, wie das funktionieren kann, so ein Mondflug. Warum hat man nun gerade diese Mondphase gewählt, wo ja der Mond nicht von beiden Seiten beleuchtet ist? Das mag sicherlich den einen Grund noch haben, dass die Astronauten die einmalige oder erstmalige Gelegenheit bekommen,
den Mond illuminiert, beleuchtet von der Rückseite zu sehen. Es werden also die ersten Menschen sein, die nicht nur den Mond umrunden, sondern die zugleich auch die Rückseite des Mondes visuell wahrnehmen. Und sie sind die Ersten, die ihren Heimatplaneten über dem Mond aufgehen sehen und davon Bilder live zur Erde funken. Nur wenige Antennen auf der Welt sind groß genug, um die schwachen Signale vom Mond direkt zu empfangen und aufzubereiten. Das Bochumer Radom ist eine davon. Obwohl es nicht direkt in das Mondlandeprogramm der NASA eingebunden ist, darf Bochum mithorchen und mit beobachten, was die Apollo-Besatzungen zur Erde senden. Mir ist hinterher, nachdem ich in Houston war, in Cape Canaveral war, nachdem ich mit Jesko von Puttkammer bei der NASA viele Gespräche geführt habe, erstmal bewusst geworden, welchen Stellenwert Bochum in diesem Spiel hatte und welche Auswirkungen das für die Stadt, für das Image der Stadt, für das Ansehen der Stadt, für die Region hatte. Das war mehr, als man erwarten konnte, wenn man durch diese Waldlichtung in Bochum-Sundern kam und vor dem Radom stand. Auch die Mondlandung 1969 verfolgt die Bochumer Sternwarte live. Und so wird Bochum zum Kronzeugen, der belegen kann, dass der berühmte Satz von Neil Armstrong tatsächlich vom Mond kam. Also ich kann Ihnen versichern, es hat Apollo 11 gegeben. Denn wir waren ja unmittelbar daran beteiligt. Wir haben die Signale ja direkt vom Mond empfangen und haben nicht nur die Antenne auf den Mond ausrichten müssen, sondern auch auf diese Landefähre, wo die gelandet sind. Die sind ja nicht mitten auf dem Mond gelandet. Und wenn wir die Antenne nur um ein paar Zehntel Grad weggedreht hätten, hätten wir das Signal verloren. Nach der Mondlandung klingt das Interesse an der Weltraumfahrt rasch ab. Auch die Sternwarte rückt aus dem Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Heinz Kaminski wird Anfang der 70er zum Professor ehrenhalber ernannt und erhält Lehraufträge für Weltraumkunde an der Gesamthochschule Essen. Nach all den Querelen eine Genugtuung für den Autodidakten. Und dann habe ich ihn angerufen und habe ihm gratuliert an dem Tag aus dem Studio Dortmund. Und dann habe ich gesagt, Herr Kaminski, wie ist denn das jetzt? Muss ich denn jetzt zu Ihnen immer Herr Professor sagen? Und er antwortete, das fand ich dann auch so typisch. Nein, sagt er, natürlich nicht, wenn es nach mir geht. Aber die Welt will es so. 2002 stirbt Heinz Kaminski. Demnächst soll von seiner Sternwarte aus ein Amateursatellit gesteuert werden und 2011 den Mars besuchen. Wie oft dreht sich die Erde um sich selbst? Wie lange dauert das? Und im Labor der kleinen Forscher entdecken Grundschüler die wunderbare Sternenwelt. Sie folgen dem Vermächtnis Heinz Kaminskis. Schaut zu den Sternen, aber vergesst die Erde nicht.